Siehst du, wie sauber das ist? Woran das wohl liegt? Da nimmt einer alte Bremsflüssigkeit und behauptet, damit kann er deutlich besser und sauberer Mick-Mack schweißen. Und alles, woran ich nur denken kann, ist, wo kriege ich jetzt alte Bremsflüssigkeit her? Es gibt aktuell ein virales Video im Internet, ich habe das hier schon mal auf meinem Handy geöffnet, und da behauptet einer, er nimmt einen alten Schwamm Bremsflüssigkeit und dann schweißt sein Mick-Mack-Schweißgerät deutlich, deutlich besser. Und dazu habe ich so unglaublich viele Nachrichten bekommen. Da bin ich in meine Nachbarwerkstatt, habe mir alte, aber auch neue Bremsflüssigkeit besorgt, habe mir einen Schwamm besorgt und dann werden wir heute ausprobieren, ob das wirklich funktioniert. Und ich kann euch ganz klar sagen, das wird sogar funktionieren und wird einen gewissen Effekt haben. Ich würde sowas aber niemals nachmachen. Aber das Grundproblem, was er hier mit seinem Schwamm und seiner Bremsflüssigkeit lösen möchte, das kennt jeder vom Mick-Mack-Schweißen. Der Prozess läuft unruhig, der Prozess spritzt, die Düse setzt sich immer wieder zu und seine Lösung ist halt ein Schwamm und Bremsflüssigkeit. Was ich aber im ersten Moment hier sehe, wenn ich mir dieses Video angucke, ich spule das mal auf den Anfang, er setzt hier ein paar Schweißpunkte. Man hört, da schaltet so ein alter Trafo und das ist ein ganz unruhiger Prozess. Das heißt, es wird ein sehr altes, sehr einfaches Mick-Mack-Schweißgerät sein. Das muss nicht schlecht sein, aber hier hört man, dass der Prozess überhaupt nicht läuft. Modernes Mick-Mack-Schweißgerät oder auch ein älteres Gerät, was gut eingestellt ist, das surrt so richtig schön. Das kann man sich hier an den Beispielen angucken. Das ist auch 0,6 mm Blech. Da hat man die Probleme gar nicht in dem Maße. Das ist das Erste, aber das können wir natürlich nicht ändern. Das fällt mir nur gleich auf. Und das Zweite, was mir wirklich auffällt, und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum das bei ihm funktioniert, ist, er hat eine große 15 Kilo Rolle, eine sogenannte D300 Rolle. Das heißt, bei Mick-Mack-Geräten gibt es D300 Rollen, D200, D100. Das heißt, das ist eine Kilo-Rolle, 5 Kilo Rolle, 15 Kilo Rolle. Und wenn er alle paar Wochen am Auto schweißt, dann wird die bei ihm jahrelang halten. Und was macht so eine Rolle dann? Die direkt ein. Und da ist so ein Schwamm natürlich eine tolle Lösung. Das heißt, er setzt hier einen Schwamm zwischen. Ich nehme immer hier so ein Vlies, den Vlies setze ich hier einfach mit so einer alten Büroklammer da dran und dann wird der Draht permanent gereinigt. Und das ist natürlich schon was einen sehr guten Effekt hat, ist bei Mick-Mack-Schweißern wirklich auch sehr beliebt, wird teilweise auch professionell verkauft, muss man aber nicht. Man kann sich sowas ganz einfach selber basteln. Ich habe hier 10 Minuten mitgeschweißt und dann sieht man schon, dass da ein gewisser Dreck abkommt und das macht den Prozess wirklich schon viel, viel ruhiger. Also so ein Vlies ist schon mal eine richtig gute Lösung. Das heißt, der Draht wird gereinigt und der Draht kommt hier vorne an, ist dann deutlich sauberer. Dadurch haben wir hier in der Stromdüse einen besseren Kontakt und dadurch einen ruhigeren Prozess. Das ist Punkt 1, kann ich auf jeden Fall empfehlen, nutze ich auch selber und mit dem Schwamm ist das auch wirklich eine schöne, einfache Lösung. Genau wie zum Beispiel mit dem Ohrpröppel, also irgendwas, was den Draht abwischt im Prinzip, brauchen wir. Und das nächste ist natürlich, was ist mit der Bremsflüssigkeit? Und das ist im Prinzip auch eine ganz einfache Sache. In so einem Mick-Mack-Schlauchpaket ist normal eine Stahlseele drin. Das ist wie so eine Spirale. Und wenn hier jetzt ein Draht durchgeht, da entsteht natürlich eine gewisse Reibung. Und wenn ich das Ganze schmiere, das kennt man, und so einen Effekt hat dann halt Bremsflüssigkeit in dem Moment, dadurch läuft das Ganze ruhiger. Und durch diese beiden Komponenten, das heißt einmal wischen wir den Draht ab, einmal schmieren wir den Draht, dass er hierdurch ein bisschen besser läuft, hat er halt einen deutlich schöneren, deutlich ruhigeren Prozess, wo er am Ende des Tages sagt, sein Schweißgerät schweißt damit deutlich, deutlich besser. Also was er hier erzählt, würde ich behaupten, das funktioniert definitiv. Es gibt aber auch 2 Gründe, warum ich das mit der Bremsflüssigkeit wirklich niemals machen würde und auch wirklich keinem empfehlen würde. Grund Nummer 1 ist, Bremsflüssigkeit hat einen hydroskopischen Effekt. Das heißt, wenn Wasser in den Bremskreislauf kommt, das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall haben, dann zieht diese Flüssigkeit das Wasser an, bindet das Wasser. Das ist Punkt Nummer 1. Das heißt, Wasser können wir in unserem Schweißprozess überhaupt nicht gebrauchen. Dadurch haben wir eventuell Korrosion. Das Schlimmste ist aber, wir haben Poren, eine verporte Naht hält natürlich nichts, können wir nicht gebrauchen. Und der zweite Effekt ist natürlich, wir haben hier eine Komponente und wenn die hier vorne am Prozess ist und die irgendwo verdampft wird, dann wissen wir nie, was da für Dämpfe entstehen. Gerade der Kollege da in seiner Werkstatt hat sicherlich keine Absaugung,
atmet das also alles ein. Da weiß man nie, was da für Dämpfe entstehen, was hier für Stoffe sind und wie die reagieren, wenn die dann halt im Schweißprozess verdampfen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben hier den Prozess, das Ganze läuft über 3 Meter, was da am Ende des Tages hier vorne am Brenner wirklich noch ankommt und verdampft und an Feuchtigkeit in die Schweißnaht kommt, das ist wahrscheinlich relativ gering. Trotzdem, denn das die beiden Gründe, warum ich das normal beim Mic-Mac-Schweißen niemals empfehlen würde. Das heißt, ein Schwamm oder sowas hier von wegen ist eine geniale Lösung. Den Rest würde ich eher nicht empfehlen. Das sieht man auch ganz deutlich im direkten Vergleich. Links ohne Bremsflüssigkeit, rechts mit Bremsflüssigkeit. Rechts entstehen deutlich mehr Dämpfe und das ist alles andere als gesund und das atmet man am Ende des Tages alles ein. Jetzt testen wir mal, wie Bremsflüssigkeit unseren Schweißprozess beeinflusst. Ich habe hier so einen ganz normalen haushaltsüblichen Schwamm. Den habe ich mit Bremsflüssigkeit so leicht überkippt, dass er schön feucht ist. Man merkt auch, wie der Draht da so richtig schon geschmiert wird. Den Draht habe ich komplett einmal neu einfädeln lassen und ich habe hier extra so eine kleine Wanne untergepackt. Trotzdem habe ich ein bisschen Sauerei gemacht. Das wäre schon so der erste Punkt, wo ich keine Lust hätte beim Schweißgerät, dass ich mit irgendeiner Flüssigkeit da hantiere. Man muss aber sagen, wenn man Bremsflüssigkeit hier so mal an den Finger kriegt, dann merkt man schon, dass das so einen leicht schmierenden Charakter hat. Und ich denke mal, das ist dann wirklich der Effekt, der das Ganze so positiv beeinflusst. Das sind jetzt alles Nähte, die ich vorher schon ohne Bremsflüssigkeit geschweißt habe. Und jetzt mit Bremsflüssigkeit ändert sich da im Prinzip nichts. Ich schweiße die Nähte, ich habe hier keine Absaugung, weil ich auch ein bisschen auf die Wahrnehmung achten möchte, ob man hier irgendwas Merkwürdiges riecht oder schmeckt. Da kommen wir aber gleich zu. Das heißt, Schweißen hat sich nichts verändert. Hier ist zum Beispiel 0,6 mm Blech, hier ist 2 mm Vierkantrohr und beim 0,6 mm Blech beides eine saubere Naht ohne jegliche Spritzer. Das liegt natürlich am Gerät, liegt am Prozess. Hier hat man ein bisschen mehr Anlauffarben. Das ist natürlich, vorher lag das Blech vernünftig auf, ist dann durch Schweißen schon ein bisschen verzogen. Dadurch liegt es ein bisschen in der Luft und das hat natürlich gleich Auswirkungen auf den Prozess. Aber in der Regel, oder man kann sagen, von wegen, es funktioniert mit Bremsflüssigkeit definitiv genauso. Was ich merke, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, ich habe hier gleich eine gewisse Wahrnehmung. Ich schweiße hier ohne Absaugung und das mache ich halt auch aus dem Grund, weil ich die Wahrnehmung so ein bisschen aufnehmen möchte. Man hat einen leichten Geschmack im Mund, man hat einen leichten Geruch, also irgendwas wird hier verdampft, was sonst nicht üblich ist. Und das ist halt so der Punkt, warum ich sagen würde, Bremsflüssigkeit würde ich niemals nutzen. Das heißt, so ein Schwamm oder so ein Tuch oder auch so ein Stöpsel oder irgendwas hier gerade an so einen Draht ranzubringen, gerade wenn der Draht ein bisschen verdreckt ist, wenn es ein älteres Gerät ist mit so einer riesen 15 Kilo Rolle, das macht definitiv immer Sinn, aber Bremsflüssigkeit, ich würde das lieber sein lassen. Da gibt es deutlich bessere Lösungen. Darum hier mal ein paar Tipps, die deutlich besser sind zur Optimierung. Das A und O ist immer ein vernünftiger Schweißdraht. Ich verwende immer nur einen SG2-Draht in 0,6 mm. Das Ganze von einem vernünftigen Hersteller, also nicht den letzten Müll irgendwo von eBay, aber auch kein Kfz-Draht, kein TI-Draht oder ähnliches. Da haben viele Leute Probleme mit. Nehmt einen ganz normalen SG2-Draht in 0,6 mm. Meinen verlinke ich natürlich hier unter. Nächster wichtiger Punkt ist, dass man die Stromdüse auch mal regelmäßig überprüfen sollte, hier auch auf Qualität achten sollte und dann die auch mal austauschen sollte. Das heißt, hier wird geschweißt, hier läuft der Draht permanent durch, das Ganze wird heiß, die Bohrung wird mit der Zeit ausgerieben, dann ist der Kontakt nicht mehr so gegeben und dann sollte man die austauschen. Und was auch eine ganz wichtige Sache ist, hier in so einem Schlauchpaket ist eine Stahlseele und da haben wir vorhin gesehen, da ist die Reibung natürlich teilweise ein bisschen höher. Da ist es heutzutage in der Industriestandard, dass man keine Stahlseelen mehr verwendet, sondern Teflon, Carbonseelen oder irgendwelche High-End-Seelen. Da kann man das ganz einfach an seinem Schlauchpaket austauschen oder man kauft sich ein neues Schlauchpaket, das dann halt eine Carbon- oder Teflon-Seele hat. Und das ist wirklich ein absoluter Gamechanger, das kann ich euch versprechen. Jeder, der da irgendwo ein bisschen Probleme hat mit der Reibung, das wird sich mit einem neuen Schlauchpaket oder mit einer Teflon-Carbon-Seele deutlich verbessern. Und auch der Drahtvorschub und die Qualität des Drahtvorschubs ist natürlich wichtig. Das ist hier ein 4-Rollen-Drahtvorschub. Ich habe ein 3-Meter-Schlauchpaket. Hier könnte man aber auch 4 oder 5 Meter Schlauchpakete dran bauen. Wenn man nur ein einfaches Schlauchpaket hat, wo nur 2 Rollen sind, dann sollte man das tunlichst vermeiden und immer nur ein möglichst kurzes Schlauchpaket nehmen. Außerdem
Es ist natürlich immer besser, wenn man hier mehr Rollen hat, mehr Angriffsfläche, der Draht besser gefördert wird. Das ist aber immer teilweise auch ein Problem. 4 Rollen Drahtvorschubgeräte sind natürlich tendenziell deutlich teurer. Das ist bei dem hier übrigens nicht so. Das ist ein MIG-MAC 200 Puls Pro, ist ganz neu auf dem Markt und hier ist ein schöner 4 Rollen Drahtvorschub verbaut. So ein Gerät kostet, glaube ich, so knapp 500 Euro. Ich habe schon mal die digitale Version vorgestellt. Das ist die analoge Version und man sieht bei den Schweißergebnissen, das Gerät schweißt wirklich auf Anhieb. Und das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Wenn man irgend so ein altes Gerät hat, was sich schlecht einstellen lässt oder gar nicht mehr vernünftig einstellen lässt, dann wird es schwer. Dann kann man noch so viel optimieren. Dann wird der Schweißprozess nie richtig gut sein. Das sind alte, verrostete 0,6 mm Bleche und hier kann man problemlos schweißen mit oder ohne Bremsflüssigkeit. Man hat keine Spritzer und man hat einen wirklich richtig schönen, ruhigen Schweißprozess. Dazu noch mal einen kleinen Tipp. Die Kollegen haben gerade einen Summer Sale, der startet heute. Da gibt es 25% auf alles. Zu dem Gerät wird es die nächsten Wochen noch mal ein ausführliches Testvideo geben. Die sind aktuell leider schon wieder ausverkauft, sollen im Laufe des Monats aber wieder verfügbar sein. 4 Rollen Drahtvorschub vom Allerfeinsten. Und ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Und wie gesagt, Bremsflüssigkeit beim Schweißen. Ich würde es euch nicht empfehlen und lieber sein lassen. Aber hier so ein kleiner Schwamm oder ähnliches, das wirkt teilweise wirklich Wunder.